Du möchtest ein Event moderieren, vor der Kamera oder in Präsenz vor Publikum und fragst dich, was ziehe ich nur an? In diesem Video gebe ich dir ein paar wichtige Tipps, worauf du achten kannst, und ich sage dir auch, was gar nicht geht. Herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Auftrittsexpertin, Moderatorin, Trainerin, Rednerin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg. Und wenn du jetzt gerade hier neu in diesem Kanal bist, dann abonniere den doch gerne, dann verpasst du keine Folge mehr für deinen überzeugenden Auftritt und für gelingende Kommunikation. Vor ein paar Jahren habe ich mal einen Vortrag bei einer Veranstaltung gehalten. Da war der Regisseur von mir richtig genervt und noch bevor ich überhaupt auf die Bühne ging. Was war passiert? Ich war gerade in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung und auf meinen Auftritt dort und ich habe dem Regisseur eine E-Mail geschrieben. Lieber so und so, kannst du mir bitte sagen, wie der Bühnenhintergrund aussieht? Keine Antwort. 3 Tage später schreibe ich wieder, lieber so und so, bitte, ich warte immer noch auf deine Antwort. Ich müsste jetzt mal wissen, was da hinter mir auf der Bühne zu sehen ist. Welche Farbe? Keine Antwort. Irgendwann bin ich zum Telefon, habe ihn angerufen und habe gesagt, du hör mal, ich müsste jetzt echt langsam mal planen, weil ich muss ja morgen losfahren und ich muss wissen, was da auf der Bühne zu sehen ist. Und dann sagte, meine Güte, Nicole, was machst du hier für einen Aufwand? Es ist ein schwarzer Vorhang natürlich. Und dann sage ich, ja, danke, mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich hatte mir nämlich überlegt, für diesen Vortrag einen dunkelblauen Anzug anzuziehen. Und Gott sei Dank habe ich dann noch rechtzeitig den cremefarbenen eingepackt. Und hier siehst du das Foto aus dieser Veranstaltung. Stell dir mal vor, ich wäre mit dem dunkelblauen Anzug vor diesem Hintergrund gestanden. Dann hättest du nämlich nichts mehr von mir gesehen, außer Gesicht und meine Hände. Und das ist auch schon mein erster Tipp für dich. Frage unbedingt nach, was hinter dir zu sehen ist und passe deine Kleidung daran an. Wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe und das Outfit für eine Veranstaltung aussuche, dann frage ich mich natürlich auch immer, worin fühle ich mich bei diesem Anlass wohl? Und das ist ganz wesentlich für dich und die Qualität deiner Moderation, egal ob du in Präsenz vor Publikum oder vor der Kamera stehst. Du musst dich einfach wohlfühlen, du musst das Gefühl haben, das sitzt alles gut und ich sehe gut in dieser Kleidung aus und ich passe in dieser Kleidung auch in dieses Publikum oder in dieses Event. Also der Wohlfühlfaktor ist ein wesentliches Element für die Auswahl deines Outfits. Außerdem solltest du darauf achten, wie sieht deine Kleidung, dein Outfit in allen Lebenslagen auf der Bühne und vor der Kamera aus. Was meine ich damit? Naja, du bist ja in Bewegung. Also manchmal läufst du über eine Bühne, du setzt dich in eine Talkrunde oder auf einen Stehhocker und du solltest vorher schon einmal schauen, wirft's merkwürdige Falten, ist vielleicht der Rock zu kurz und so weiter und so fort. Das Gleiche übrigens vor der Kamera. Wie wirkt die Kleidung in Bewegung? Wie wirkt die Kleidung im Stehen? Wie wirkt sie im Sitzen? Schau dir das vorher an. Du kannst auch eine Testaufnahme mit deinem Smartphone machen und dann bist du auch in der Live-Situation absolut sicher, ich sehe gut aus. Übrigens, wenn du mehr wissen willst zum Thema Moderation von Veranstaltungen, egal ob vor der Kamera oder live auf der Bühne, dann haben wir hier an der Moderatorenschule Baden-Württemberg eine ganz tolle Seminarreihe bei uns. Da oben haben wir sie auch noch mal verlinkt. Hier kannst du mit uns trainieren, sicherer zu werden und in deiner Moderation eine kompetente Ausstrahlung zu bekommen. Das nur so ganz nebenbei mal als Empfehlung. Ich möchte dir jetzt hier noch ein paar mehr Tipps geben für dein Outfit auf der Bühne. Ein wesentlicher Punkt, den du auch beachten solltest, ist, dass die Kleidung gut sitzt. Oftmals tragen Herren Anzüge auf Veranstaltungen, die sie sonst nicht jeden Tag tragen. Und hier solltest du wirklich gucken,
Sind die Ärmel in der Länge, in der sie gehören? Kannst du das Sakko schließen, also den ersten Knopf natürlich, oder spannt es vielleicht jetzt nach der Corona-Pandemie? Also schau dir an, dass deine Kleidung gut sitzt, dass es wirklich gut aussieht. Für Damen hier einen Tipp, den ich einmal von meiner Stylistin Jutta Jung bekommen habe. Kaufe im Zweifel lieber eine Größe größer und passe sie auf deine perfekte Körperform an. Finde ich eine super Idee. Also lieber zu groß kaufen als zu klein kaufen. Dann sollte dein Outfit natürlich entsprechend des Anlasses ausgewählt werden. Ja, du musst nicht immer einen Anzug anziehen oder ein Kostüm. Du kannst auch durchaus nur mit Bluse und Hose oder in einem schönen Kleid auf die Bühne gehen oder die Herren mit Hemd und Chino. Das kommt ganz darauf an, für wen du was moderierst. Und hier haben sich die Geflogenheiten auch schon so ein bisschen geändert. In den letzten Jahren ist es lockerer geworden auf der Bühne. Es muss nicht immer der komplette Anzug und Krawatte sein. Es darf auch, wie gesagt, Hemd, Sakko, Chino sein oder für die Damen ein sehr schönes Kleid. Ich frage das zum Beispiel vor einer Moderation immer meinen Veranstalter. Was ist der Dresscode bei Ihrem Event? Und dann bekomme ich die Antwort, was sich der Veranstalter wünscht, beziehungsweise wie die Zielgruppe gekleidet sein wird. Und daran passe ich mich an, denn ich habe ja auch mehrere Varianten in meinem Kleiderschrank. Ich kann lockerer, aber ich kann natürlich auch festlicher, je nachdem, wie das Event ausgerichtet ist. Und es muss nicht immer der dunkelblaue Anzug oder das anthrazitfarbene Kleid sein. Du darfst als Moderatorin gerne auch ein bisschen Farbe tragen, wenn du das Gefühl hast, das gefällt mir und darin fühle ich mich wohl. Ich habe dir mal ein paar Beispiele aus meiner Arbeit mitgebracht, was ich trage. Hier siehst du zum Beispiel eine Veranstaltung für eine große Bank und da trage ich gar keinen Anzug, so wie meine Gäste auf der Bühne, sondern ich trage einfach nur eine knallrote Bluse, weil die sehr schön die Unternehmensfarbe meines Auftraggebers wiedergibt. Und im nächsten Beispiel habe ich die Farbe meines Outfits auch passend zum Veranstaltungshintergrund ausgewählt. Das ist eine Live-Online-Sendung für eine große Krankenkasse und ich habe die Komplementärfarbe zu grün ausgewählt und das war in dem Fall pink. Und es muss ja auch nicht immer total knallig sein. Der nächste Ausschnitt zeigt eine Online-Moderation für die Jahresfeier eines Großforschungszentrums. Und hier hatte ich vorher mit dem Auftraggeber abgesprochen, dass er sich gerne einen Anzug wünscht, weil die Stimmung und der Stil dieser Veranstaltung sollte sehr, sehr festlich wirken. Du siehst, die Auswahl an Kleidungsstücken ist sehr groß für Veranstaltungen. Hauptsache es passt zu dir, Hauptsache du fühlst dich wohl und Hauptsache es passt auch zur Veranstaltung. Ein wichtiger Tipp noch zum Schluss. Nimm dir unbedingt immer ein Alternativ-Outfit mit. Wie schnell ist der Kaffeefleck auf der Bluse? Und dann musst du womöglich den ganzen Tag damit moderieren. Schade um deinen Auftritt. In diesem Sinne viel Spaß beim Stöbern im eigenen Kleiderschrank.